Heizen mit Holz. Eine traditionelle und klimafreundliche Variante, um Wärme zu erzeugen. Allerdings entstehen bei nicht optimalem Betrieb Emissionen, zum Beispiel Feinstaub, welche die Luftqualität nachteilig beeinflussen. Daher hatte sich das Projekt Clean Air 2 zum Ziel gemacht, das Bewusstsein der Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Heizgewohnheiten zu evaluieren, Verbesserungspotenzial zu erkennen und dieses gemeinsam umzusetzen. Die Steiermark ist ein einzigartiges Bundesland und ein wunderbarer Ort zum Leben. Deswegen haben wir es uns zum Ziel gesetzt, unser Bestes zu geben, um dieses Privileg trotz Klimawandels und anderer Einflüsse auch für unsere Kinder und Enkel zu erhalten. Unser Bundesland wird nicht nur mit grünen Wiesen, markanten Gebirgszügen und blauen Flüssen verbunden, sondern auch mit frischer Luft. Die steirische Politik bekennt sich daher seit Jahren zur Luftreinhaltung und zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung unserer Luftqualität. Dafür haben wir in den letzten 7 Jahren massive finanzielle Anstrengungen unternommen und mehr als 40 Millionen Euro bereitgestellt, um wichtige Schritte zu setzen. Insgesamt sind über 30 Einzelmaßnahmen in unserem aktuellen steiermärkischen Luftreinhalteprogramm zusammengefasst, die alle dasselbe Ziel verfolgen: saubere Luft für alle, die in der Steiermark leben. Gerade beim Heizen können viele Schadstoffe entstehen. Und genau hier setzt Clean Air an. Es zeigt auf einfache Art und Weise, wie simple Maßnahmen deutliche Verbesserungen bringen können. Denn Sie als Heizungsnutzer und Heizungsnutzerin haben einen erheblichen Einfluss auf die Emissionen von Heizungsanlagen. Deshalb bitte ich Sie, nutzen Sie unser Angebot und kämpfen Sie mit uns gemeinsam für eine lebenswerte Steiermark. Luftreinhaltung ist also eine zentrale Säule im Klimaschutz. Wie genau trägt nun aber das Projekt Clean Air 2 dazu bei? Ja, die Luftreinhaltung ist eine zentrale Säule im Klimaschutz. Bereits im Projekt Clean Air 1 haben wir gezeigt, dass man die Emissionen des Einheitsvorganges um über 50% reduzieren kann. Und im Projekt Clean Air 2 zeigen wir jetzt den Leuten mit Hilfe des Trailers, also unseres Anhängers, wie wir das genau machen. Ja, das Land Steiermark unterstützt die Projekte Clean Air 1 und Clean Air 2, insbesondere die Abteilung 15, Energie, Wohnbau und Technik. Und durch diese Unterstützungen wird es uns ermöglicht, dass wir den Steirerinnen und Steirern das Thema Luftreinhaltung und besser Heizen mit Holz näher bringen können. Wir müssen danach trachten, die Schadstoffbelastung deutlich zu reduzieren. Und dafür gibt es eben ein Programm, das Steiermärkische Luftreinhalteprogramm, das Maßnahmen vorsieht, um die Schadstoffbelastungen zu reduzieren. Angefangen von Maßnahmen im Hausbrandbereich, Fernwärmeförderung, Austausch von alten Kesseln, über im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich des Verkehrs. Wir sollten mit dem, was uns die Erde bietet, möglichst schonend umgehen und vernünftig umgehen, um mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, einfach Haus zu halten. Clean Air ist ein Teil des Programms, was Hausbrandmaßnahmen betrifft und zielt auf Einzelöfen ab. Das heißt, hier soll versucht werden, die Nutzerinnen und Nutzer darin zu schulen, richtig mit Einzelöfen umzugehen. Es soll gezeigt werden, wie man richtig einheizt, wie man diesen Ofen richtig bedient. Und das Tolle dabei ist, es gibt diesen Trailer, wo man also wirklich schauen kann, was passiert, wenn man es nicht richtig macht und welche Vorteile es hat, wenn man es richtig macht. Der mobile Clean Air 2 Trailer, der mit Einzelraumfeuerstätten der Firma Kaminer Schmidt ausgestattet wurde, veranschaulicht mögliche Emissionsreduktionen durch richtiges Heizen. Hier am Clean Air Trailer, welcher unser Reality Lab darstellt, werden mittels Citizen Science Ansatz die Heizgewohnheiten von Bürgerinnen und Bürgern erhoben. Dafür stehen 3 baugleiche Öfen zur Verfügung, welche alle mit umfangreicher Messtechnik ausgestattet sind. So werden zum Beispiel Temperatur, Zugverhältnisse, aber auch Sauerstoff- oder Kohlenmonoxidgehalt im Abgas kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. Die Ergebnisse der einzelnen Abbrände und Nutzer können somit verglichen und Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Damit die Bürgerinnen und Bürger auch live miterleben können, wie sie ihren Ofen betreiben, gibt es noch eine Visualisierung, welche die gemessenen Daten online in einer Übersicht anzeigt und somit auch einen Vergleich der 3 Geräte parallel zulässt. Bürgerinnen und Bürger erheben Daten für die Wissenschaft.
Eine abschließende Schulung des Nutzers zum Thema richtig heizen durch den Experten runden diesen Citizen Science Ansatz ab. Worauf müssen wir nun aber beim richtigen Einheizen achten? Und wie funktioniert's? Grundsätzlich ist zu empfehlen, sich an die Bedienungsanleitung des Herstellers zu halten. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Betrieb Ihres Ofens. Ganz besonders wichtig ist die Anzahl der Scheite und die Auflagemasse. Stapeln Sie für den ersten Abbrand die größeren Scheite unten im Kreuzstoß. Achten Sie dabei auf einen 1 bis 2 Fingerbreiten Abstand zwischen den Scheiten. Darauf noch ein paar Spreißel und einen biogenen Anzünder. Achten Sie immer auf gute Qualität Ihres Holzes. Für den ersten Abbrand sind außerdem alle Luftschieber völlig zu öffnen, damit das Holz gut anbrennen kann. Hier sieht man nun den direkten Vergleich zweier Anzündmethoden. Links im Bild die empfohlene Methode mit dem Anzünden von oben und rechts im Bild die Anzündmethode von unten, welche nicht empfohlen wird. Links also sehen wir, dass beim Anzünden des Holzstapels von oben die brennbaren Holzgase, welche durch die Erwärmung des Holzes entstehen, nochmal durch die Flamme gehen und somit nachverbrannt werden. Dies bezweckt, dass ausgegaste Schadstoffe neutralisiert werden und eine saubere Verbrennung entsteht. Am Beispiel rechts sieht man, dass diese Gase, welche durch die Erwärmung des Holzes entstehen, durch keine Flamme mehr durchströmen, da der Holzstapel unten angezündet wurde. Dadurch gelangen die unverbrannten und schädlichen Holzgase direkt über den Kamin in die Umgebungsluft, ohne komplett zu verbrennen. Auch beim Nachlegen gibt es ein paar Dinge zu beachten. Hier sind vor allem der Nachlegezeitpunkt und die Einstellung der Luftklappe wichtig. Wenn keine Flammen mehr sichtbar sind, können Sie auch schon nachlegen. Achten Sie dabei wieder auf die passende Größe und Qualität des Holzes. Empfohlen wird dabei mindestens 2 Scheite zu verwenden. Nachdem die Scheite rundherum gut brennen, soll die Luftzufuhr etwas reduziert werden. Wenn Sie sauber nachgelegt haben, brennt das Holz nach und nach an und bildet schöne helle Flammen. Eine effiziente und saubere Holzverbrennung findet statt. Bei zu frühem Nachlegen bzw. zu starker Luftzufuhr, also wenn die Luftklappen komplett offen sind, kann es beim Nachlegen zum sogenannten Durchgehen des Abbrandes kommen. Dabei entweichen die brennbaren Holzgase zu schnell und haben zu wenig Zeit, um schadstoffarm verbrannt zu werden. Man erkennt dies, weil das Holz sehr schnell zündet und sich extrem turbulente, helle Flammen entwickeln. Außerdem kommt es zu einer starken Hitzeentwicklung. Dadurch geht viel Wärme über den Kamin verloren. Wenn Sie alle Tipps beachten, sparen Sie Holz, sorgen für eine saubere Scheibe und eine gute Luftqualität. Vorausgesetzt, Sie verwenden qualitativ hochwertigen Brennstoff. Also in den Privathaushalten werden in erster Linie Harthölzer eingesetzt mit einem Wassergehalt von weniger als 20%. Damit garantiere ich eine saubere Verbrennung und eine ideale Energieausbeute. Hartholz hat einfach eine höhere Energiedichte, also jetzt bildlich gesprochen, aus einem Raummeter Buchenbrennholz bekomme ich mehr Energie raus als aus einem Raummeter Fichtenbrennholz. Wenn ich auf die Qualitätsmerkmale achte beim Brennholz, was extrem wichtig ist, dann ist natürlich in erster Linie der Wassergehalt. Dieser Wassergehalt muss unter 20% sein. Wenn ich zu viel Wasser im Brennholz habe, dann passiert beim Verfeuern genau das, was Wasser immer macht, wenn es mit Feuer in Berührung kommt. Es löscht. Das ist schlecht für die Verbrennung und dadurch habe ich auch mehr Emissionen. Also man sieht hier die unterschiedlichen Brennstoffe. Wir haben einmal Fichten, Hackgut bzw. Fichten-Energieholz vorbereitet und parallel dazu Buchen-Hackgut. In dem Fall sieht man einfach, dass ich zum Beispiel bei der Fichte mit einem Wassergehalt von 45%, also sprich waldfrische Fichte, habe ich einen deutlich höheren Brennstoffbedarf als jetzt bei der Fichte mit 15% Wassergehalt. Also das wäre, ich muss dann in der Praxis doppelt so viel Brennstoff nehmen, um auf dieselbe Energiemenge zu kommen. Dadurch, dass Hartholz wie hier haben wir Buche, einen höheren Energieinhalt hat, brauchen wir auch weniger. Sie bringen nicht nur Glück, sondern sind auch unwahrscheinlich wichtig für uns.
unsere Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer. Grundsätzlich dienen die Aufgaben des Rauchfangkehrers der Durchführung der sicherheitsrelevanten Tätigkeiten bei Heizungsanlagen, um eben den Schutz des Lebens, der Gesundheit von Menschen und der Umwelt zu gewährleisten. Der regelmäßige Besuch ist deshalb wichtig, damit Brandgefahren frühzeitig erkannt werden. Vergleichen wir ganz kurz mit dem Auto. Ein Auto wird in Österreich durchschnittlich 220 Stunden pro Jahr betrieben. Eine Heizung im Vergleich läuft zwischen 1300 und 1500 Stunden, sprich ein Siebenfaches. Und somit ist es noch relevanter, diese regelmäßig zu überprüfen. Wir prüfen als Rauchfangkehrer, ob die Verbrennungsgase sicher ins Freie abziehen können. Wir prüfen den baulichen Zustand, wir prüfen die Verbrennungsqualität und zusätzlich beraten wir über das richtige Heizen bzw. auch über den korrekten Einbau von Heizungsanlagen. Dass die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Forschung, also Citizen Science, wirkt, zeigen Erfahrungsberichte aus dem Projekt. Was haben Sie durch Clean Air gelernt? Was war für Sie neu? Gelernt habe ich das richtige Einheizen, vor allen Dingen das richtige Anheizen. Neu war für mich das Anheizen von oben. Eine für mich noch ganz neue Variante, diesen Ofen anzuheizen. Welchen Mehrwert haben Sie durch die Teilnahme am Projekt gewonnen? Rauchfreieres, sauberes Einheizen. Ja, ganz klar, dass man durch diese neue Methode, den Ofen anzuheizen, dass es zum einen schneller geht, besser brennt und viel weniger verrußt. Welche Veränderungen haben Sie durch das richtige Einheizen wahrgenommen? Die Sichtscheibe ist viel weniger verrußt. Dass es beim Anheizen wesentlich einfacher geht, wesentlich schneller geht, ohne dass man so oft einschreiten muss dabei. Hat sich Ihr Heizverhalten nachhaltig verändert? Auf jeden Fall. Das Holz wird immer ordentlich geschichtet und immer von oben angeheizt. Definitiv ja. Der zweite Citizen Science Ansatz im Clean Air 2 Projekt ist die Nutzung der eigens entwickelten Fire Monitor App. Bürgerinnen und Bürger können damit ihr Heizverhalten zu Hause dokumentieren. Sie können ihren Ofen anlegen und je Abbrand eine neue Dokumentation erstellen. Über die Angaben zum verwendeten Brennstoff, der Menge und den Lufteinstellungen lässt sich das typische Nutzerinnenverhalten ableiten. Außerdem wird der Abbrand mit Fotos dokumentiert. Dies ermöglicht, generelle Verbesserungspotenziale beim Heizen mit Holz zu identifizieren. Als Dankeschön für die Nutzung der App erhalten die Bürgerinnen und Bürger umfangreiche Tipps für ein sauberes Heizen. Eine Schulung ist also bei der Nutzung der App inklusive. Viel Spaß mit der App und vielen Dank fürs Mitmachen. Den Link zur App erhalten Sie mit einer E-Mail an support@firemonitor.at. Heizen Sie richtig mit uns ein für eine saubere Zukunft.